Es gibt Bewegung bei der Investor, die neue Sommerrodelbahn für Deutschland, die vielleicht irgendwann kommen soll. Und es gibt wirklich große, entscheidende Bewegungen. Darüber sprechen wir jetzt in diesem Video. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Red Video Magazin und einem neuen Video meinerseits. Und es gibt Neues zum Der Investor. Und wer das noch nicht mitbekommen hat, es geht darum, dass ein neuer Alpine Coaster, eine Art Sommerrodelbahn in Deutschland entstehen soll. Die erste Idee dazu gab es vor 8 Jahren und seitdem läuft das Ganze. Seit einiger Zeit begleiten wir das auch schon und haben euch schon viele Videos mitgebracht, die von informativ bis skurril und kurios, glaube ich, irgendwie waren. Und es gibt Bewegung in dem Ganzen. Kurz vorher nochmal abgeholt, es geht um eine Sommerrodelbahn, einen sogenannten Alpine Coaster, also eine schienengeführte Sommerrodelbahn von der Firma Wiegand, und das Ganze soll entstehen beim Erlebnispark Eckenhagen, beziehungsweise soll der Erlebnispark Eckenhagen entstehen, und dort entsteht dann der Bergische Bob, diese Sommerrodelbahn. Im Zuge dessen gibt es dann auch noch einen großen Kletter- und Aussichtsturm inklusive Gastronomie, und auch Stelzenhäuser zum Übernachten sollen entstehen. Haben wir alles schon sehr detailliert hier gezeigt, findet ihr alles hier auf dem Red Video YouTube-Kanal. Und jetzt gibt es, glaube ich, die spannendste und wichtigste Meldung seit einiger Zeit, und zwar Reichshof gibt grünes Licht. Am 27. Mai 2025 hat der Bauausschuss empfohlen, den Flächennutzungsplan für das Areal entsprechend zu ändern und einen Bebauungsplan für den Freizeitpark aufzustellen. Außerdem äußert sich auch die stellvertretende Bürgermeisterin Sarah Schmidt aus Reichshof, und ich fasse das mal ein bisschen zusammen. Für sie ist das halt ein großer Gewinn für Eckenhagen und erweitert das vielseitige Angebot von Eckenhagen für Freizeitgestaltung und allem drum und dran, weil es gibt wirklich einiges, was man dort genau in der Ecke auch machen kann. Die endgültige Entscheidung für das Projekt fällt aber im Rat am 10. Juli. Das müssen wir auf jeden Fall auch noch abwarten. Da werde ich euch zu updaten. Wenn ihr auch jetzt noch mehr zu dem wissen wollt, es gibt ein paar Mitschnitte von den Interviews mit Sarah Schmidt und Markus Lüdorf, der Investor, mit Radio Berg, und einen kleinen Ausschnitt von dem Video von Markus Lüdorf zeige ich euch jetzt gleich hier auch noch. Ich verlinke euch in der Videobeschreibung und in der Endcard aber auch die komplette Version von diesen Gesprächen. Da gibt es noch ein paar spannende Informationen zu dem Ganzen, und die Komplexität wird, glaube ich, da auch noch mal ein bisschen deutlicher. Aber ihr habt jetzt ein frisches Update, und der Bergische Bob könnte kommen. Das Ganze ist auf jeden Fall ein wichtiger weiterer Schritt gewesen, um das Ganze zu realisieren. Und wenn ihr euch jetzt mehr für das Thema interessiert, findet ihr, wie gesagt, ganz viele Videos dazu auch hier auf dem Kanal. Und ansonsten sehen wir uns morgen wie jeden Tag um 18 Uhr wieder zu einem neuen Video hier auf dem Red Video YouTube-Kanal. Genau, dann gab es ja ziemliche Angst vor Lärm, und das konnten wir ja entkräften. Ich habe eingeladen, so eine Anlage zu besuchen mit den besorgten Bürgern. Und da konnte sich jeder selber ein Bild machen. So eine Anlage macht quasi kaum Lärm. Also wie ein normales Gespräch zwischen Erwachsenen, mehr ist das nicht. Wie viele waren denn mit auf dieser Exkursion? Eine Handvoll. Aber von den besorgten Bürgern war leider niemand mit. Ja, aber die sehe ich ja heute ja auch nicht. Also irgendwie scheint denen ja doch der Wind aus den Segeln genommen worden zu sein. Ich hatte viele Gespräche mit fast allen. Einer hat das abgelehnt, der wollte gar nicht mit mir sprechen. Ansonsten hatte ich viele Gespräche, und das waren gute Gespräche. Und ja, dann konnte man mit Fakten eigentlich schon überzeugen, dass das eher ein Gewinn ist als jetzt ein riesen Desaster für die Gemeinde. So, wir gehen jetzt mal davon aus, dass der Rat jetzt den Beschluss auch absegnet. Wie geht es dann weiter? Wann werden die ersten Bauarbeiten stattfinden? Wann kann man was sehen? Das kann ich nicht sagen. Das weiß ich nicht. Also da kann ich mich jetzt gar nicht zu äußern. Ich weiß nicht, wie lange dann die eigentliche Baugenehmigung dauern wird. Von dem her, da könnte ich jetzt nur rumraten, das lasse ich lieber. Okay, das heißt weiter geduldig bleiben. Kostenvorstellungen? Ja, also nur das Allernötigste, um die Sommerrodelbahn ans Laufen zu kriegen, ungefähr 3 Millionen. Okay, das ist auch schon eine Hausnummer, und die haben Sie schon? Ich habe einen Teil als Eigenkapital, dann hoffe ich auf einen Teil von Förderung von der NRW-Bank,
und der Rest muss dann finanziert werden.